Gerät auf Knopfdruck bedienen. Wir zeigen euch, wie es geht. Hallo zusammen, ich bin der Fabian. Und ich bin der Peter von der Firma White Metallbau. Und wir zeigen euch heute unser grosses Sortiment an Hand- und Wandsender. Wir haben euch in den letzten paar Videos immer gezeigt, wie ihr verschiedene Geräte auf euer Jubi einlernen könnt. Das ist sicher praktisch, ihr könnt es mit dem Smartphone steuern. Das Problem ist halt einfach, jemand, der die App nicht installiert hat, kann es nicht benutzen. Aus diesem Grund macht es natürlich Sinn, dass man noch Handsender zusätzlich programmiert oder auch Wandsender, wo man an verschiedene Orte tun kann, damit das alle Leute nachher entsprechend bedienen können. Alle diese Hand- und Wandsender, die wir euch hier zeigen, die sind mit Funk und mit Batterie, die haben also kein Kabel. Die Batterie hat etwa 2 bis 3 Jahre mindestens, also das müsst ihr also nicht ständig wechseln. Das hier oben sind die Handsender, das hier in der Mitte sind die Wandsender und hier unten haben wir noch Garage Door Handsender in verschiedenen Farben. Genau, und ich stelle euch jetzt mal die Funkwandsender vor. Die haben wir unter anderem in Schwarz und in Weiß. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Es gibt eine, wo man nur einen Kanal einleeren kann, aber wir haben auch Funkwandsender, wo man bis zu 6 Kanäle einleeren kann. Hier zum Batteriewechseln. Da könnt ihr dahinter die Platte wegnehmen. Und dann kommt der vorne raus. Und um hier das Batteriefach aufmachen, könnt ihr einfach die 2 Hebel zusammendrücken. Und dann könnt ihr hier die Batterie rausschieben, zum Auswechseln. Und wenn ihr fertig sind, könnt ihr einfach das Deckel wieder drauf tun und dann ist es wieder gut. Und so wird es auch gerade gleichzeitig an der Wand montiert. Also ihr könnt einfach an die Wand schrauben und dann den Rahmen drauf tun und dann könnt ihr den Funkhandsender so montieren. Der wird einfach nur reingeklickt. Genau, also es ist eine relativ einfache Angelegenheit. Die kann man überall anschrauben, wo man will. Man kann sie selbstverständlich auch irgendwo herlegen oder auch die kleinen Geräte separat her tun. Dann haben wir hier noch die Funk-Handsender. Die gibt es alle auch in Schwarz und in Weiß. Ich zeige euch jetzt der Reihe nach, was die Funktionen sind von diesen verschiedenen Handsender, die man eben zum Beispiel auch für Storen benutzen kann. Das erste Handsender, den wir hier haben, das ist einer, der einfach Auf-, Ab- und Stopp-Tasten hat, wo man noch den Status abfragen kann. Das ist einfach für ein einziges Gerät oder halt eine einzige Gruppe zu bedienen. Dann im Gegensatz dazu das nächste Upgrade, da haben wir noch eine Slider-Funktion. Die Slider-Funktion, mit der kann man zum Beispiel hier in der Mitte draufdrücken und dann geht die Store genau in die Hälfte rein, also genau dort, wo man beim Slider hergedrückt hat. Das ist noch praktisch, vor allem bei einer Sonnenstore oder Lamellenstore. Wenn ihr nicht immer wollt, dass sie ganz runter geht oder ganz rauf, könnt ihr genau sagen, 2/3 und dann geht sie bis dorthin. Dann der nächste Handsender, das wäre einer, der ein Bedienfeld hat mit 6 verschiedenen Geräten. Die Geräte die kann man der Reihe nach anklicken und dann, wenn man nachher auf oder runter drückt, gehen dann entsprechend die Geräte oder eben Gruppen auf und ab. Und das nächste, was wir haben, ist dann auch wieder mit dem Upgrade mit dem Slider drauf. Das heisst, wo oben für auch wieder die 6 Kanäle hat und noch einen Slider, wo man dann jeweils die Position genau einstellen kann. Der letzte Handsender, den wir haben, der modernste, das ist der mit 18 Kanälen. Der hat jetzt keine einzelnen Tasten für jeden Kanal, das wäre ein bisschen unübersichtlich. Darum hat er ein Digitaldisplay, wo man hier einstellen kann, welchen Kanal das man will, und man kann die verschiedenen Kanäle markieren und dann dementsprechend alle auf- und runter gleichzeitig. Und an der hat selbstverständlich wieder einen Slider. Es ist ja so, alle Handsender, die einen Slider haben, die haben hinterher auch noch 2 Knöpfe. Moment, ich zeige es hier gerade an dem hier. Die haben hinterher 2 Knöpfe, wo man Hand- und Automatik umschalten kann. Das heisst, wenn ihr bei einer Store so einen Windsensor direkt auf den Antrieb programmiert habt, direkt auf die Steuerung programmiert habt, dann könnt ihr mit dem hier umschalten, dass die Store eben nicht mehr automatisch auf und runter geht. Respektive rauf geht sie immer, wenn es stark windet, aber dass sie nicht mehr automatisch runtergehen. Das Batteriefach ist hier hinten. Das könnt ihr hier auftun. Und wenn ihr das Ganze rausnehmt, könnt ihr hier die Batterien einfach austauschen.
Dann, wenn ihr es montieren wollt, an einer Wand, dann habt ihr hier das kleine Teil, das ihr überall hermachen könnt. Es hat hinten bereits Magnet, also wenn ihr es irgendwo an eine Metallplatte, an einen Kühlschrank oder so befestigen, könnt ihr es direkt anmachen. Oder ihr könnt es hier versteckt mit 2 Schrauben anschrauben. Und dann nachher könnt ihr den Handsender einfach so reinlegen, mit dem Magnet hebt und wieder rausziehen. Man kann also das Gerät überall her tun und so ist es auch für jeden immer erreichbar. Genau, zum Programmieren gibt es auch 2 verschiedene Modi. Einer ist monodirektional und bidirektional. Das kommt immer darauf an, wie man den gerade einleeren bei seinem Gerät. Wir müssen jetzt hier im bidirektionalen Modus einleeren und das zeige ich euch, wie es geht. Und für das muss man die Escape-Taste und Programmiertaste und die Stopp-Taste gleichzeitig so lange drücken, bis es vorne anfängt zu blinken. Genau. Und sobald es akzeptiert hat, fängt es vorne an grün zu blinken. Jetzt ist er im bidirektionalen Modus. Und wenn es rot leuchtet, dann wäre es im monodirektionalen Modus. Ihr müsst auch immer bedenken, jedes Mal, wenn ihr umschaltet, wird der Handsender auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Hier jetzt bei uns einleeren, haben wir hier einen BIDI EVB Hirschmann. Das ist ganz simpel. Ihr müsst ihn einfach nur kurz vom Strom trennen. Und wenn ihr wieder einsteckt, hören das zweimal piepsen. Und dann müsst ihr einen beliebigen Knopf drücken. Und dann hören das 3-mal piepsen und dann ist er auch schon eingeleert. Können wir gerade schnell testen. Gut, aber funktioniert. Und auf auch. Ihr könnt alle die Handsender auch bei euch im Jubi einlernen. Das heisst, ihr könnt, dass wenn ihr eine Taste drückt, dass der automatisch beim Jubi ein Signal gibt und dann durch das verschiedene Funktionen auslösen. Denkt dabei aber daran, dass man nur pro Handsender einen Kanal einlernen kann. Also hier mit dem Bedienelement, das 6 verschiedene Kanäle hat, dort funktioniert das nicht. Dort funktioniert es auch nur mit einem einzigen Kanal. Die Handsender und Wandsender sind eben, dank dem, dass es kein Kabel hat, sehr flexibel montierbar. Können Sie wirklich überall her tun, irgendwie auf dem Tisch herlegen. Sie sehen sehr schön aus, sie sind einfach irgendwo herzuschrauben. Sehr praktisch und eigentlich auch für jeden sehr einfach verständlich, wie sie funktionieren. Das sind also eine super zusätzliche Kombination zu eurem Jubi, zu eurer Steuerung per Smart Home oder eben eurem Smartphone. Selbstverständlich sind die Hand- und Wandsender auch alle bei uns auf dem Shop auf weit.ch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie uns in die Kommentare und nicht vergessen, noch auf den Abo-Knopf drücken. Be smart, be nice. Ciao zusammen.